Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Ich spiele heute für euch und auch für mich Thomas Was Alone. Ein minimalistisches Plattformer-Spiel, das eine sehr, sehr gute Story erzählen soll. Ich habe das Tutorial angefangen zu spielen und musste mich schier davon losreißen, weil eigentlich wollte ich Let's Playen. Es fesselt ziemlich. Die Story ist unglaublich schön erzählt, der Erzähler ist super toll. Deswegen werde ich am Anfang gar nicht viel sagen, beziehungsweise ich werde gar nichts sagen. Ich werde den einfach erzählen lassen und die Musik ein bisschen genießen. Und erst später, wenn die Levels auch ein bisschen kniffliger werden, werde ich vielleicht das Ganze kommentieren, vielleicht aber auch nicht. Genießt einfach, schaut zu und viel Spaß damit. Wir sehen uns gleich im Spiel und wir hören uns erst sehr viel später wieder. Ciao. Thomas was alone. Wow, a weird first thought to have. Thomas decided to start listing his observations for posterity. 1. The whole alone thing. 2. Portals. They led somewhere. He'd yet to work out where. 3. Falling. Thomas was absolutely fantastic at falling. He was almost as good at falling as he was at observing. Okay, interesting. Thomas couldn't fall past this block. Think, damn it, think! What if there was some kind of inverted fall? Some way to... what's the word? Jump. Da habe ich ihn erstmal abgewürgt. A big jump. But Thomas noted there was no real danger in missing it. The world didn't want him to fail here. It was pushing him, but gently. This all seemed a little dangerous. The world was not to be trusted. It was unstable, and it seemed to Thomas that it could let him down at any moment. He was starting to suspect... Da habe ich ihn schon wieder abgewürgt, tut mir leid. Thomas wondered whether the portals were actually taking him anywhere. He felt like he was making progress, but there wasn't really any way to know. He seemed to be moving predominantly up and to the right, which might, or might not, be important. It might have been paranoia again, but Thomas could have sworn the world was becoming more complicated. It always seemed to be one step ahead of his skills. It had been designed just for him. He wondered why. Was the world testing him? No, too obvious. Something about the boiling, toxic, glowing water intimidated Thomas. He didn't like it. He certainly didn't want to swim in it. He made another mental note. 4. Water. Not good. To be avoided. The loneliness was getting to Thomas. No amount of observation or obsessive note-taking could combat that.
Thomas had a new theory. The world was training him. He could feel himself getting smarter. There was the mental list to consider. Over the minutes and seconds since his spontaneous generation, he'd become a pretty skilled jumper. He was evolving. He just wished he had someone to share it with. Chris took an immediate and deep dislike to the skinny red rectangle. Who the hell did this Thomas think he was? Chris had been doing fine. He wasn't the highest jumper, but he'd held his own. He'd even been graceful at times. Well, not technically graceful, it's probably the wrong word, but, you know, fine. There was that skinny little runt leaping about like he owned the place. Okay, this was more like it. A glowy white thing. Only Chris could get to it, which of course made it all the more enticing. What would it do? What new opportunity might this switch open up to him? Great. Another chance for Thomas to jump slightly higher than Chris. How fortunate. Seriously, this made the whole switch pressing thing entirely worthwhile. Was this good? Because on the surface, it did not seem good. Chris was pretty scared. Little Red seemed fine, happy to be on his merry little adventure. Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Sure, he'd been able to piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but where had that got him? Well, to ever so slightly higher platforms, which was sort of his point. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde die Erzählstimme so unglaublich gut. Und auch wie er die Charaktere beschreibt, ich finde es einfach klasse. Auch die Sprache, dieses schöne dieses schön britische Englisch. Das ist einfach klasse. Chris stared at Thomas with pure hatred. He seemed so very happy at their situation. Friends together, a brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. That would be fine. But it was all the obvious observation that Thomas was doing which grated. Every time they saw something vaguely new, Chris would hear a satisfied little from the vaulting idiot. He hoped the next portal would split them up, if only for a few levels. Also Thomas scheint der Fröhliche von beiden zu sein, der einfach nur das Abenteuer hier genießt. Und der Christopher ist so ein bisschen der Grummlige, der eigentlich hier gar nicht sein will und mit diesem Thomas schon gar nicht.
Es sind einfach zwei Rechtecke. Ich finde das so schön. Ich finde das richtig schön. So. Muss ich hier vielleicht einen Schalter drücken? Ich weiß gar nicht. Hier war ich nämlich, glaube ich, noch gar nie. Hier komme ich nicht drüber. Kann ich mit Chris... Ach, da komme ich rüber. Okay, da kann ich auch. Ach ja, das passt ja. Okay. Da komme ich wahrscheinlich mit Chris nicht hoch. Ah, doch, wäre wahrscheinlich gegangen. So, Thomas, hüpf mal fröhlich vor dich hin. Musik ist ein bisschen lauter, da meine ich das bloß. Aber ich finde die Musik auch schön. Sie vermittelt eine richtig schöne Atmosphäre, finde ich, bei dem Spiel. Obwohl es ein Plattformer ist, nichts anderes. So, wie geht's weiter? John knew. He knew that this was his chance. A moment to shine. This was game day. Oh, wir haben einen neuen Freund gefunden. Der John. Wie machen wir denn das am besten? So. Erstmal John in Sicherheit bringen. Achso. So. Und jetzt der Chris. Yay! Komm. This would not do. John needed room to show off his exceptional skills. As it was, he was trapped on the wrong side of these little dot things. Where did they come from, anyway? John kommt mir ein bisschen arrogant vor. Aber ich glaube, das gehört alles noch zum Tutorial. Ich weiß es gar nicht. Komm. John inhaled the air of the open space, and it smelled of awesome. Time to flex those muscles, to put his training to use, time to show those little dots how it was done. Jawohl, John John unterhält. decided to press the switch to let the little dots catch up with him. John cared for his new allies. You could tell from the sympathetic expression he'd practiced in the mirror all these years. Okay. So, jawohl. Auf geht's, Chris. Klein wenig sportliche Betätigung hier. So, Thomas kommt nach. Jetzt ist nur die Frage. Da muss ich wahrscheinlich runter. Ja, einfach runterfallen. Alle voran. Chris auch hinterher. Jetzt gucken wir gleich mal, was uns hier unten erwartet. Da brauche ich wahrscheinlich den John wieder. Thomas bitte auch. So, jetzt haben wir hier eine schöne Treppe für den guten Chris. So, da kommt nur Chris durch. Das ist seine große Stunde. Kommt Thomas da drüben hoch? Nein. So, dann machen wir das Ganze so. Reicht nicht, dann brauche ich John. So. Thomas ist in Sicherheit. John kommt hinterher. Und jetzt noch der kleine Chris. Okay, wie gehen wir hier vor? Erstmal muss John den Schalter drücken. John was happy to keep helping. He felt it was important to his image that he was seen to help the little guys. Gehen wir mit Thomas voran. John hinterher. Hier brauchen wir wahrscheinlich wieder beide Jumper. Chris hinterher. Wieder die schöne Treppe bauen. Ja, das reicht aber noch nicht. Wie mache ich das am besten? Vielleicht
bisschen weiter. So, darüber. Und jetzt. Aha. So, der John kommt da alleine hoch. Der Chris braucht ein bisschen Hilfe. So. Okay. Rüber da, Thomas. John, komm bitte nach. Wahrscheinlich muss jetzt hier eine Brücke gebaut werden. Das gleiche wieder. So. Platz. Chris, hinauf. Oh, das ist aber Fitzlerles Arbeit. So. Verdammt. John, weiter rück. So. So. Chris, hinauf. Verdammt. Thomas, hinauf. Ich finde auch die Schatten schön. Jede Figur so die Schatten wirft von der Lichtquelle aus. Gefällt mir sehr. So. Jetzt John hinterher. Thomas hoch. Das Ganze gucken wir uns erstmal mit John an. He didn't mind them so much either. The red one, Thomas, had a charming way of applauding every time John jumped. Nee, ich muss mit Chris zuerst da hoch. So. Kommt Chris da unbeschadet hoch, jawohl. Alle drei sogar. Jetzt mit Thomas darüber. Nee. Schlecht. Schlechter Plan. Chris schafft es da wahrscheinlich nicht allein rüber. Okay, so. Verdammte Axt. So. Und da! Schaffst du es, Chris? Nein! John schafft es nicht mehr ganz. Halb so wild, halb so wild. So, John hinterher. Langsam werden die Levels ein bisschen kniffliger. Gefällt mir sehr. Die Lernkurve hier. So. John schafft es als allein. The angry orange one was less immediately likeable, but his unremitting cynicism and tutting amused John. So. Ja, wir sind oben. Endlich. So, der John schafft es alleine. Die beiden anderen. Ach, ist das dein Ernst, Chris? So. Ach. Ich bin ja sowas von behindert gerade. So. Thomas. Chris. Und nun auch der gute John. This was interesting. A floating target. This would require coordination, balance, and timing. John was sure the dots would be lost, but he was happy to guide them to triumph. Chris kommt da wahrscheinlich gar nicht hoch, ne? Nee, dann braucht er wieder Hilfe von seinem guten Freund Thomas und seinem Begleiter John. So. Wie machen wir denn das am besten? Ich muss Maybe that's what the dots were for. They were there to extend John's reach, to make his performance even more impressive. John liked the thought. He decided to keep them. Das ist aber nett vom John, dass er uns begleitet und uns behält. Okay, es ist nur ein scheiß Rechteck. Okay. Leichter als gedacht. So, this was how Claire would die. She knew it would happen eventually. Und wir haben einen neuen Charakter. Rubbish at jumping, and she moved slowly.
She felt a little like her continued existence was breaking some kind of natural order. The crumbling pillar was a dramatic death, she supposed. Wait, what? Claire couldn't shake the feeling that she was not, in fact, dead. It was at that moment that Claire realised she had superpowers. In der Tat, wir haben einen neuen Charakter, die Claire. Claire kann schwimmen. She'd need a cape. There was no getting around that. You couldn't be a superhero without a cape. Claire didn't want confusion. If you saw a cape, that made matters clear. You knew what you were dealing with. Claire was all about communication. And, you know, floating in water, which was her superpower. Komme ich denn da hoch? Ach so, Moment. Claire hier mal drauf. So, und jetzt kann doch der John ist so stark, die Claire nach oben fahren. Wir fahren da einfach drüber, springen einmal drauf, senken uns hier und fahren hier weiter. Und auch die Claire kommt ins Ziel. Sehr schön. All right. Fear not, my skinny friends, for I am Claire, and I will save you. Claire for the Claire rescue. needed to come up with a superhero name as soon as possible. Claire was rubbish. Oh. Nicht springen. Merken. So. Haben wir unsere Freunde in Sicherheit gebracht. So, der Thomas auch. Der John noch. So, und jetzt Claire nach drüben. Hui. Das ist schön. Komm, komm. Claire arrived just in time, which was, of course, the perfect moment for superheroes to arrive. Ach, das Wasser steigt. Okay, das ist weg. Kann Claire gar nicht springen. Auf jeden Fall kann sie schwimmen. Hui. As the water began to rise, Claire vowed to save this little rectangle in as many restarts as it took. Gar keinen. Das schaffen wir so, Thomas und ich. Also, Claire wondered if Thomas would make a good sidekick. Or was she more the lone Avenger type? She'd like that. The sole hero in a world of rectangles and conveniently placed pools of toxic water. ich finde das einfach so schön erzählt. Komm. Ich mag die Claire. So, was haben wir hier? Müssen wir mit Chris wieder ein bisschen was machen? Nee, die Claire muss ja auch mit. Wahrscheinlich brauche ich den Chris. Ah ne, brauche ich gar nicht als Treppe für Claire. Claire. Chris ein bisschen weg. Jetzt kommt der John. Claire nach oben. The others told Claire that staircases were a bit of a fixture here. Claire wondered why the world made it so difficult. Ja, eben. So. Moment. Wir haben jemanden vergessen. So. Claire mal voraus, die kann schwimmen, falls man da irgendwie ins Wasser fällt. So. Oh ja, Respawn-Punkt. Und hier ist auch schon Wasser. Chris hinterher. Auf geht's, Junge. Du bist hier schon in Sicherheit. Jetzt fehlt nur noch der John. Der John muss wahrscheinlich mit Hilfe von der Claire nach Übersee geschippt werden. So.
Und da haben wir auch schon. Achso. So, Claire. In Sicherheit. Und zurück. Errungenschaften. Experienced Jumper. Claire probably needed a nemesis, a villain who would show their true colours at the worst possible moment, hurting all she held dear. Chris was the most obvious choice. He seemed stroppy enough, and his jump was so pathetic that it conveniently avoided Claire's insecurities. Yes, Chris. Diabolical Chris. The fiendish Christopher. Der fiendisch Christopher. Nee, Moment. Ich muss, glaube ich, erstmal mit Chris nach drüben. Nee, geht nicht. Was? Aber mit John komme ich ja auch nicht drüber. Ah, vielleicht ist da drüben ein Schalter oder so. Ah, da haben wir doch was. Und schon sinkt der Meeresspiegel. Da passt dann auch Claire rein. Müssen wir nur die 3 Jungs überschiffen. So, der John, der Thomas und der Chris. Der Thomas, der John und der Chris. Verdammt. So. Chris ist in Sicherheit, Thomas ist in Sicherheit. In Sicherheit. Der John ist in Sicherheit und jetzt darf noch die gute Claire zurück. Wait. Where had Chris gone? Was he off somewhere? Plotting Claire's downfall? If Claire was honest, and she had to be because she was a superhero, this was a troubling turn of events. Still, there were reasonably sized bodies of water to cross. Der Chris ist weg, plant den Untergang von Claire. So, jetzt rüber. So, John, geh mal voran. Wo geht's hier lang? Hier ist Claires Heimat. Okay, da hinten müssen die beiden hin. Wie kriegen wir die Claire jetzt da rüber? Kann die da einfach drüber springen? Ja. Hui. Ah ja, das passt. Müssen wir hier auf Thomas warten. Dass der zurück kann. Sonst steht der John im Weg. So. Na? Wer wird denn gleich? Jetzt. So. Jetzt noch die Claire. Moving platforms over water, eh? Claire's newly heightened senses told her that there were multiple paths across with various possible configurations of the little posse. Ach, was ist denn? So. Wir fangen an mit Thomas. Über die bewegenden Plattformen. Ist hier ein Checkpoint? Der John kommt da wahrscheinlich sogar ohne Plattform rüber. Ja, dachte ich mir. Claire muss einfach warten. So, so. They were doing really well. Claire hoped she could get them all across. John was fully aware he could do this alone. Thomas hoped he'd never have to. Ja, der Thomas schafft's nicht ganz. So, so. John ohne Probleme. Und jetzt noch die Claire hinüberschwimmen. Na, wer wird denn gleich? So. John hinauf, Thomas hinterher. So. Komm, komm. Schön. Oh, Stacheln.
So. Claire was alone, which was odd, because she wasn't meant to be alone. She needed to be where there were rectangles to save. Oh, Being the only superhero in a given space kind of defeats the object. Spikes? That was new. Claire avoided them. She decided they were most likely her kryptonite. Not the rubbish red kryptonite either, the proper radioactive green stuff. okay. Oh, nein, verdammt. So, da hoch. Und jetzt